Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für eine weiße Pizza. Eine Pizza, die ganz ohne Tomatensauce auskommt. Dafür als erstes einen Viertelwürfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, einen Teelöffel Zucker dazugeben, außerdem 250 ml lauwarmes Wasser und dann alles mit einem Schneebesen verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Die Hefe-Wasser-Mischung anschließend zusammen mit 500 Gramm Mehl, einem guten Schuss Olivenöl und einem Teelöffel Salz in eine Rührschüssel geben und mit einer Küchenmaschine oder den Händen für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten, der sich komplett von der Schüsselwand lösen sollte. Wenn das erledigt ist, eine Kugel aus dem Teig formen, den Teig mit einem Messer in 4 ungefähr gleich große Stücke schneiden und die Teigstücke danach mit kreisenden Bewegungen unter der Handfläche zu kleinen Kugeln bzw. Bällchen formen. Das Ganze für die restlichen Teigstücke wiederholen, dann die Teigkugeln mit etwas Abstand zueinander auf ein Backblech oder Brettchen legen, rundherum mit etwas Olivenöl einreiben und mit einem Küchentuch bedeckt für 60 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. Solltet ihr einen Pizzastein zum Backen benutzen, am besten jetzt schon mal den Stein mittig im Ofen platzieren, dann den Ofen auf mindestens 250 Grad vorheizen. Als nächstes können wir die restlichen Zutaten vorbereiten. Dafür je 200 Gramm Ricotta und geriebenen Mozzarella in eine Schüssel geben, 1 bis 2 Knoblauchzehen dazu pressen, mit einer guten Prise Salz und Pfeffer würzen und alles gut miteinander verrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben. Für den Belag habe ich hier Schinken und Kirschtomaten. Den Schinken einfach mit einem Messer grob in Streifen schneiden und die Kirschtomaten je nach Größe halbieren oder vierteln. Der Teig sollte nach der Ruhezeit sein Volumen in etwa verdoppelt haben. Jetzt können wir anfangen, die Pizza zu belegen. Dafür die Arbeitsplatte gut mit etwas Mehl einstreuen, dann den Teig auf die bemehlte Fläche geben, mit den Fingern von innen nach außen flach drücken, sodass außen noch ein kleiner Rand bleibt und die Pizza dann mit kreisenden Bewegungen vorsichtig unter den Handflächen auf die Größe eines Tellers auseinanderziehen. Den Pizzateig anschließend auf eine große Schaufel heben, danach mit 2 bis 3 Esslöffeln der Ricotta-Käsemischung bestreichen, als nächstes den Schinken und die Kirschtomaten auf der Pizza verteilen und zum Schluss alles mit etwas Olivenöl beträufeln. So kommt die Pizza jetzt in den vorgeheizten Backofen für ca. 5 bis 6 Minuten, bis die Pizza goldbraun und schön knusprig ist. So sollte die Pizza dann aussehen. Jetzt noch ein paar Basilikumblättchen abzupfen, die Pizza damit garnieren und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.